Als Kommentare unter den letzten Folgen haben wir gehört, wir sollen doch noch ein bisschen mehr Beispiele aus der Industrie von den Unternehmen bringen. Und das nehmen wir uns natürlich zu Herzen und starten heute mit einer Folge, wo wir uns mit dem Unternehmen Phoenix Contact beschäftigen werden. Und dafür haben wir heute Thomas Bischoff hier. Er ist Corporate AI Manager und damit verantwortlich, wie eigentlich das Unternehmen Phoenix Contact die Technologie AI ganzheitlich erschließt. Herzlich willkommen. Hallo Roman, vielen Dank. Ja, schön. Thomas, dass du die Zeit gefunden hast, heute hier vorbeizuschauen, dass wir einmal tatsächlich darüber sprechen können, über deinen Verantwortungsbereich, der ja Corporate AI Manager erstmal super spannend klingt. Er klingt jetzt nicht danach, dass du den ganzen Tag AI programmierst und sie nutzt, sondern klingt vor allem danach, dass du versuchst, ich sage jetzt mal, Netzwerke aufzubauen innerhalb eurer Organisation, innerhalb eures Unternehmens. Vielleicht zu Beginn, ein, zwei Sätze zu Phoenix Contact. Ich kenne das Unternehmen extrem gut, weil ich hier aus der Region komme. Vielleicht kannst du da ein, zwei Sätze dazu sagen, was macht ihr eigentlich? Und dann gehen wir so ein bisschen rein, weswegen auch das Thema KI für euch so wichtig und spannend ist. Ja, danke erstmal, dass ich hier sein darf, so an meiner alten Wirkungsstätte. Da drüben in dem Gebäude bin ich ursprünglich mal ausgebildet worden. BIP hieß es damals noch. Und mittlerweile bin ich seit 16 Jahren bei Phoenix Contact. Phoenix Contact sitzt in Blomberg, ca. 22.000 Mitarbeitende. Ein sogenannter Hidden Champion, weil außerhalb von OWL wird man doch schon mal gefragt, wer ist denn Phoenix Contact? Ja, wir machen eine Kontaktklemme, wir machen Automatisierungstechnik, wir machen Sachen für Photovoltaikanlagen, für Ladetechnik und so weiter. Also alles, was die All Electric Society so bedient. Absolut, das ist ja auch so der Leitspruch, den das Unternehmen geprägt hat. 100 Jahre dieses Jahr geworden, also auch ein ganz tolles Jubiläum, was da gefeiert worden ist. Letztes Jahr, genau. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was hat elektrische Verbindungstechnologie mit KI zu tun? Naja, eigentlich ganz viel. Also wir haben ja ganz viele Abteilungen, von der Produktion angefangen bis hin in Verwaltungsabteilungen. Wir brauchen ja eigentlich überall Lösungen, um was zu automatisieren, um eine intelligente Lösung zu haben, um schneller zu werden, um besser zu werden. Ganz einfach, es geht einfach schon damit los, wenn jemand ständig Kundenkontakt hat zum Beispiel. Auch da ist ihm schon geholfen, wenn er zum Beispiel seine Mails automatisiert durchgucken kann. Was hat der Kunde in den letzten 3 Mails geschrieben? Was möchte der vielleicht von mir? Lass dir mal einen Vorschlag machen von, in diesem Fall Copilot 365, was er in diesem Fall vielleicht möchte. Okay. Und da wird er natürlich viel effektiver, viel schneller damit. Ja, absolut. Also es geht wirklich um die eigentlich unternehmenseigenen Prozesse, wo ihr den Fokus da auch drauf legt. Jetzt wird wahrscheinlich das Thema KI in Unternehmen mit 20.000 Mitarbeitenden an vielen Stellen eingesetzt und da weiß nicht Arbeiter Nummer 1 oder Mitarbeiter Nummer 1 und Mitarbeiterin Nummer 20.000, was der andere macht. Wie bist du da rangegangen, das zu sagen, wir wollen wirklich so eine Corporate AI-Lösung haben und wie nähern wir uns dem? Ich glaube, das ist eine spannende Frage für viele Unternehmen da draußen, die sich das natürlich auch fragen, die vielleicht vor dem Punkt stehen und sagen, ja, natürlich haben wir KI seit Jahren schon eingesetzt in der Produktion, in eigenen Prozessen, aber ihr seid jetzt ja die letzten Monate, sage ich mal, nochmal gezielt anders an die Sache rangegangen. Also genau, ja. Also natürlich, wir setzen uns natürlich auch schon seit Jahren ein, auch in unseren Produkten und so weiter. Aber wie es jetzt angegangen ist, es wurde erstmal verboten. Also letztes Jahr unser CISO hat erstmal generell die Nutzung von KI verboten. Das war Anfang letzten Jahres. Und ich bin ja bei Digital Innovation bei Phoenix Contact und dann haben wir gebrainstormt, was machen wir denn jetzt mal? Weil wir können ja so eine Technik, die wir seit Jahren eigentlich auch schon nutzen, können wir im Prinzip ja nicht jetzt plötzlich verbieten, nur weil alle Angst vor ChatGPT haben, sage ich jetzt mal. So, und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen gucken, wie gehen wir damit um. Und wir machen mal eine ganz einfache, agile Methode. Wir rufen einfach mal auf, wer möchte denn da mitmachen. Haben dann ein Event gemacht, in dem wir aufgerufen haben und hatten auf einmal 500 Leute da, die sich das angeschaut haben, die mitmachen wollten. Die sich hinterher auch haben sich noch mehr das Video angeguckt. Wir haben dann einen Aufruf gestartet. Wir möchten gerne die haben, die Kapazität haben, die nächsten paar Monate sollten 3 Monate sein, mit uns zusammen einen Rahmen stecken wollten, zusammen die Use Case betrachten wollen, aber auch zusammen legale Anforderungen betrachten wollen. Und im Endeffekt haben wir dann im Ende Mai letzten Jahres
ein Team gebildet, das ich dann leiten durfte von 75 Personen. Und das war wirklich sehr divers aufgestellt, weil wir hatten Leute aus dem Vertrieb, wir hatten welche aus der Produktion, wir hatten 10 Leute aus dem Betriebsrat dabei, Konzernbetriebsrat, wir hatten Juristen dabei, wir hatten HR dabei, wir hatten natürlich auch Data Scientisten dabei, Infrastrukturkollegen. Und wir haben die dann in Teilprojekte oder in Teilteams aufgeteilt. Und jeder hat dann an seinen Aufgaben gearbeitet, aber die haben sich immer relativ eng synchronisiert und so. Es gab immer ein Teamlead und die Teamleads haben sich immer mit mir dann abgestimmt. Und schließlich haben wir dann Ende September, also nach ziemlich genau 3 Monaten, haben wir dann tatsächlich unsere KI-Richtlinie fertig gehabt. Wir haben eine große Anzahl von Use Cases fertig gehabt. Wir haben eine Organisationsstruktur fertig gehabt und sind dann hingegangen und haben diese KI-Richtlinie weitere 3 Monate mit den Betriebsparteien diskutiert, also mit Geschäftsführung, mit Unternehmensbetriebsrat, Konzernbetriebsrat und so weiter. Und diese Richtlinie, die ist jetzt gültig seit Dezember letzten Jahres. Und es ist eine Befähigungsrichtlinie. Die sagt als erstes, erstmal ist die KI generell verboten, es sei denn, sie ist ausdrücklich erlaubt. Kleine Rechtsspielerei, sage ich jetzt mal. Ja, man möchte so den unkontrollierten Gebrauch wahrscheinlich im Griff haben. Ne? Wir haben Templates entwickelt, über Templates, die haben wir in 3 verschiedenen Sprachen, Deutsch, Englisch, Chinesisch, wo uns die Use Cases eingereicht werden und wo wir die dann bewerten. Wir haben dann auch so eine Art Board, ein Demand-Board, eigentlich ist es ein Jira-Board entwickelt, wo wir die ganzen Use Case sammeln, wo wir auch sehen, welche Abteilung hat welche Anforderungen, um auch Synergieeffekte heben zu können. Weil, bleiben wir mal bei dem Mail-Beispiel von eben, wenn da einer Mails automatisiert haben möchte und da, dann wäre es vielleicht gut, wenn beide die gleiche Lösung nutzen, so übertrieben gesagt. Ja, und seitdem haben wir das dann quasi gelebt, was in dieser Richtlinie steht. Und in der Richtlinie steht auch, dass jemand auf die Guidance und Governance weltweit schauen muss für KI. Und das ist halt seitdem meine Rolle. Absolut. Was würdest du sagen in dem Prozess? Ich meine, jetzt 1 Jahr ist ja eigentlich nicht lange, wenn man das früh genug anfängt. Aber er wurde ja schon dadurch getrieben, dass man von der Unternehmensleitung gesagt hat, also Moment mal, so einfach nicht. Und wahrscheinlich auch zu Recht. Es gibt ja schönen Artikel von der Fortune von 2-3 Monaten, wo schon gesagt wird, ChatGPT ist das meist unautorisierteste Werkzeug, was von den Mitarbeitern eingesetzt wird. Dementsprechend ist es sicherlich unmöglich, es zu verbieten, sondern eigentlich der Anlass zu sagen, wir müssen dafür Regeln und eine Richtlinie schaffen, wie man das einsetzt oder was man auch davon einsetzt und was man auch eben nicht einsetzt, weil ich glaube, dafür muss man ja auch sensibilisieren, dass Daten in einer falschen Lösung oder speziell jetzt mit einer ganz normalen OpenAI-Lizenz dann auch nach außen gehen. Das gibt es ja auch schon Negativbeispiele. Also das kann man verstehen, sowas muss man vermeiden, sowas darf auf keinen Fall passieren. Das sind auch Worst Cases. Aber was würdest du sagen, sind so die Schlüsselelemente eurer Richtlinie? Also wo du wirklich sagst, das ist ganz, ganz wesentlich, darauf kommt es an, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das verstehen, dass wir das so gemacht haben. Also ein Schlüsselelement ist natürlich erstmal, dass wir die Richtlinie überhaupt haben. Weil, das ist ja erstmal wichtig, dass wir die überhaupt durchbekommen haben, dass wir sie überhaupt diskutieren konnten. Ein wesentlicher Bestandteil da drin ist, ganz klar da drin ist eindeutig beschrieben, wie Use Cases eingereicht werden. Also wenn jemand irgendwas Neues einführen möchte und da sind irgendwelche KI-Ansätze drin, dann muss es erstmal bewertet werden, ob das überhaupt sinnig ist, ob das überhaupt in Deutschland legitim ist, ob das mitbestimmungspflichtig ist und so weiter. Das gilt aber nicht nur für neue Fälle, das gilt auch für Bestandsanwendungen. Weil, wenn wir uns mal umgucken, die ganzen großen Tools, die wir alle im Einsatz haben, fängt mit Adobe an, hört mit Microsoft Office auf, sage ich jetzt mal, da ist jetzt plötzlich überall KI drin. Was viele aber nicht wissen, seit ziemlich genau Mitte 2021 ist zumindest eine KI, wenn man sie einsetzen will, bei den Betriebsräten ankündigungspflichtig. Ich muss sie erstmal nur ankündigen, dann entscheidet der Betriebsrat, ob er Mitbestimmung möchte, ob das erforderlich ist oder nicht. Und wir möchten sie mal ankündigen, weil wir haben uns gegenseitig versprochen, dass wir möglichst transparent damit umgehen wollen. Wir möchten eine Transparenz schaffen, welche Anwendung haben wir und warum wollen wir die zum Einsatz bringen. So, das ist da drin auch geregelt. Was da drin aber auch geregelt ist, jeder, der eine KI-Lösung nutzen will, muss sich einem Training unterziehen. So, und wir haben natürlich auch gemerkt, von Mai, als wir den Aufruf gestartet haben, bis im Juni letzten Jahres, wo es losging, bis wir die ganze Zeit verhandelt haben, war es natürlich schon eine lange Fahrt, in der wir das Verbot hatten.
deswegen haben wir uns überlegt, welche Use Cases geben wir denn als erstes frei und wie machen wir das? Und wir sind als erstes tatsächlich mit Microsoft Copilot live gegangen, weil das kann möglichst viele nutzen. Aber unter der Voraussetzung, steht es auch in der Richtlinie, sie müssen ein Training machen. Deswegen haben wir im November letzten Jahres begonnen, ein Training auszurollen, was wir selber entwickelt haben. Ein E-Learning haben wir selber aufgesetzt und haben das an weit über 10.000 Mitarbeitende verteilt. Wir haben das in 11 verschiedenen Sprachen ausgerollt, weltweit. Und die Eingangsvoraussetzung, um erstmal den normalen Copilot zu nutzen, war erstmal dieses interne Training erfolgreich zu absolvieren. Ja, und das war natürlich schon erstmal gut. Die Leute, wir haben da drin, was ist eine KI, angefangen vom klassischen Machine Learning, Deep Learning und so weiter, aber auch, was sind denn heute Fake News? Wie kann man denn Fake News herstellen? Was muss ich denn beachten, damit ich da nicht drauf reinfalle? Und gerade wenn man halt viele Mails von außen kriegt oder viel im Kontakt ist, da kann sich ja auch mal, übertrieben gesagt, eine KI melden mittlerweile. Und das haben wir gemacht und sind wir auch ganz froh, dass wir das gemacht haben, weil zukünftig wird der EU AI Act, Artikel 4, wird uns ja auch dazu auffordern, dass wir sowas machen. Wir sagen, wir machen das einfach schon. Weil wir bereiten jetzt zum Beispiel, gerade wo ich hier sitze, bereiten wir die Phase 2 vor. Also die Mitarbeitenden erfahren es jetzt wahrscheinlich über das Video. Es wird demnächst eine neue Schulungsrunde geben, die wir gerade vorbereiten, wo wir halt wieder andere Themen drin haben im KI-Umfeld, wo wir meinen, das ist jetzt wichtig, damit die das auch wieder verinnerlichen können. Ich kann mir gar nicht, also ich glaube, da muss man keine Angst davor haben, dass man das verkündet für die Mitarbeitenden, dass sie eine neue Schulung bekommen, weil ich kann mir vorstellen, dass sie nicht negativ ankamen, sondern eher positiv, weil so aus meiner Erfahrung heraus, die Leute, die lechzen ja nach Information und nach Orientierung, auch in diesem Themenbereich, auch Leute, die mit KI noch nie was zu tun haben, wollen das ja auch verstehen, weil spätestens, wenn sie zu Hause sind, lernen sie es vielleicht aus dem privaten Umfeld von den Kindern. Also wenn ich an mein Sohn ist ja hier oft Beispiel, aber es gibt keinen Tag, wo der nicht mit KI irgendwas macht. Für den ist das total selbstverständlich. Das heißt, man kommt da gar nicht drum herum. Und deswegen ist es ja super, wenn man über den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin tatsächlich dann in dieses Thema auch herangeführt wird und das im Kontext seiner Profession auch kennenlernt. Ja, aber wir haben die Schulung ausgerollt und dann hat sich das erstmal gesetzt, so 1-2 Monate. Und dann haben wir festgestellt, der Bedarf ist viel größer. Wir müssen weitere Formate anbieten. Wir haben dann angefangen, eine wöchentliche Sprechstunde, wie beim Arzt, wie so eine Akutsprechstunde, konnte jeder hinkommen. Saß mal, jemand von uns hat Fragen beantwortet. Wenn einer eine Frage hat, wie gehe ich mit einer KI um, darf ich das überhaupt oder wie prompte ich denn richtig, haben wir eine wöchentliche Sprechstunde angeboten. Und dann haben wir festgestellt, wir müssen jetzt detaillierter werden. Wir müssen jetzt zum Beispiel wir haben Copilot ausgerollt, wir müssen den Leuten Prompting beibringen. Ich habe heute Morgen noch mal nachgefragt, wie oft wir das jetzt gemacht haben. Also so ein Prompting-Kurs bei uns hat immer Platz für 25 Personen, weil es immer hands-on ist. Und heute Morgen hat man mir gesagt, diese Woche ist die 50. Ausgabe davon gelaufen. Weil wir dann doch festgestellt haben, es hilft doch sehr, wenn wir ihn mal ein Prompting-Framework an die Hand geben. Versetz dich mal in die Rolle, du bist das und lieber Copilot und Prompting-Cheat-Sheets, genau, Cheat-Sheets, genau, die Cheat-Sheets haben wir alle in unserem Internet veröffentlicht und wir kommunizieren relativ viel. Wir machen Live-Auftritte, wir kommunizieren wirklich viel über die Themen. Wir haben auch für die nicht an so einer zweistündigen oder 2,5-stündigen Schulung teilnehmen, haben wir das Ganze auch in 15-Minuten-Video aufgenommen, dass sie sich anschauen können. Weil wenn jemand davor sitzt und er weiß nicht, wie er richtig prompten kann, dann hilft es ihm nicht. Und wenn er zum Beispiel weiß, wir haben eine Glossar-Datenbank, wo unsere Texte drinstehen, die kann ich in Copilot einfach dazuziehen und dann ist meine Übersetzung plötzlich im Phoenix-Kontakt Englisch. Das muss man ihm sagen. Und also Schulung ist sehr, sehr wichtig. Absolut. Ich kann das nur bestätigen aus meinem privaten Umfeld. Mit meiner Frau am Wochenende habe ich auch mit ChatGPT, sie wollten einen Ernährungsplan, glaube ich, jetzt machen, für mediterranes Kochen die nächsten 2 Wochen. Und das, was sie rausgebracht hat, die natürlich viel mehr Ahnung hat von dem, was wir zu Hause immer essen, hat das aber nicht in der Qualität rausbringen können, wie ich das konnte. Ne? Einfach, weil sie nicht gut genug promptet oder das halt einfach zu selten gemacht hat. Mittlerweile ist das aber meiner Meinung nach, muss man die Angst nehmen, das ist relativ einfach, man muss es einfach üben. Ne? Also dann hat man das drin, weiß,
und hat dann auch gar keine Angst vor einem schlechten Ergebnis oder von einem nicht zufriedenstellenden Ergebnis, weil das ist ja bei den meisten Leuten, die das nur oberflächlich sich anschauen, die sagen, oh, das Ergebnis war schlecht, so, und hören dann auf, anstatt zu verstehen, das ist halt nur ein Zwischenergebnis. Ne? Jetzt weißt du nicht, also das Feedback ist ja eher, du hast an der Stelle vielleicht nicht genau genug gesagt, was du haben wolltest oder wie du es haben wolltest, und du kannst eben auch deutlich nachbessern, auch mit dem Ergebnis. Und wenn man das versteht, zum Beispiel, dann hat man echt verstanden, wie man mit diesen Systemen viel mehr konstruktiven Output auch generieren kann. Ne? Genau, also ich sage immer so, Roman, was machst denn du? Wenn ich dir diese Frage stelle, dann weißt du ja gar nicht, was ich von dir möchte. Was machst du beruflich oder was machst du in deiner Freizeit oder so? Und genauso ist beim Prompten. Ich habe gerade gepromptet, was machst denn du? Und das versuchen wir den Leuten immer zu erklären. Du musst schon ein bisschen Kontext mitgeben, damit dein Gegenüber, in diesem Fall der Computer, dir auch eine richtige Antwort geben kann. Ja, absolut. Und das muss sich aber erstmal verinnerlichen. Ja. Und das nimmt auch ein bisschen die Angst. Wir haben natürlich auch gemerkt, gerade anfangs, bevor wir die Richtlinie hatten, dass wir halt auch schon Nachfragen hatten, Anrufe gekriegt haben, was passiert mit meinem Arbeitsplatz? Und passiert erstmal gar nichts mit. Wir möchten euch nur unterstützen, wir möchten auch vielleicht mal den Workload runterbringen, indem wir euch mal Automatisierung geben. Ja. So, wir wissen, wir nutzen seit Jahren RPAs in bestimmten Abteilungen. Das wissen die meisten gar nicht, die sind halt einfach da. Ja. Wir nutzen Machine Learning bei bestimmten kaufmännischen Prozessen auch schon. Ich denke mal, hat sich vor der ChatGPT-Welle nie jemand Gedanken drüber gemacht. Er hat es als Hilfsmittel angenommen. Ja. Warum jetzt nicht? Ja. Und das hat halt geholfen, dass wir halt viel gesprochen haben und viel gemeinsam an Lösungen gearbeitet haben. Jetzt sind ja bei eurer Richtlinie und bei dem gesamten Prozess ja viele Stakeholder mit eingebunden. Also du hast die Mitarbeitenden, die Ahnung haben von KI schon, die Mitarbeitenden, die mit KI schon was machen, die Mitarbeitenden, die davon total weit weg sind. Du hast natürlich die Geschäftsleitung, die Unternehmensführung, ihr habt wahrscheinlich auch die HR irgendwo mit dabei, die so eine wichtige Rolle dann dabei spielt, oder eben auch die Betriebsräte. Ich hatte hier die Kirsten Thomas mal dieses Jahr auch da zum Gespräch, und die begleitet ja auch solche Prozesse auch gerne, auch gut offensichtlich, bei anderen Unternehmen zumindest war sie auch mit dabei. Und ich habe mit ihr, ist auch schon über ein Jahr her, haben wir auch mal eine Studie gemacht, wo wir über 300 Leute in der Region befragt haben aus den Unternehmen. Zum Beispiel, wie sehen die Mitarbeitenden die KI-Kompetenz ihrer Vorgesetzten oder der Geschäftsführung oder eben auch der HR-Abteilung. Und da gab es ja ein sehr diverses Bild. Wir machen gerade so den zweiten Durchlauf und versuchen das jetzt mal 2-3 Jahre später auch nochmal wieder zu matchen. Was hat sich getan? Und das zeigt aber, dass es ja zum Beispiel auch für einen Betriebsrat oder eine Betriebsrätin, wenn die entscheiden muss, ich kriege einen Call, wir machen was, weil es eben anzeigepflichtig ist, dann muss ich das ja auch einordnen können und entscheiden können. Was gar keine einfache Entscheidung ist, weil auf einmal bin ich mitverantwortlich, wenn ich sage, nee, könnt ihr machen, ist ja nicht kritisch und ist dann vielleicht doch kritisch. Ne? Richtig. Also das heißt, im Prinzip müssen alle geschult werden. Es ist ja praktisch ausnahmslos im Sinne von zu verstehen, was man eigentlich dort machen kann, um einzuordnen, was passiert eigentlich in dieser Lösung, was früher bei anderen Themen halt relativ einfach war, ist für alle eigentlich, ich will nicht Neuland, weil der Begriff ist irgendwie so durch die alte Bundeskanzlerin total verdorben in dem Kontext Digitalisierung. Aber er würde natürlich grundsätzlich passen, der Begriff, weil wie man damit umgeht, das ist schon nochmal eine andere Qualität, und vor allem, wie sich das entwickelt, ist ja auch etwas, wo, ich sage jetzt mal, eine gewisse Aktualität immer notwendig ist, sich auch da im Thema zu bleiben. Deswegen ist ja auch wichtig, dass ihr so Corporate-Schlüsselrollen habt, um einfach den Leuten eine Orientierung zu geben. Kann ich mir zumindest vorstellen. Aber wir mussten trotzdem noch was dazu tun. Also allein eine Corporate-Rolle reicht nicht. Deswegen meine Rolle Corporate AI Manager. Es gibt mittlerweile auch Local AI Manager, die wir auf verschiedenen Kontinenten verteilt haben, weil wir natürlich auch da Bedarfe haben. Gerade in den Hotspots China und USA haben wir natürlich auch viel KI und viele Fragen zu KI. Deswegen haben wir da natürlich auch Local AI Manager im Einsatz. Was wir auch noch aufgebaut haben, also wir haben halt so Netzwerke gebildet, weil wir müssen das Wissen ja auch irgendwie weitergeben können. Ja. Und wir haben dann festgestellt, wir haben ein zentrales Data Science and Engineering Team, was gute Arbeit macht, was gute KI-Anwendungen macht, was uns jetzt intern Bot zur Verfügung stellt und alles sowas. Aber wir haben auch in ganz vielen Bereichen Anforderungen. Wir haben nur ein Team, könnte irgendwann ein Bottleneck werden. Also haben wir überlegt, wir müssen vielleicht auch dezentrale KI-Experten haben. Dann haben wir wieder einen Aufruf gestartet dieses Jahr und haben gesagt, wo sitzen denn unsere KI-Experten, die wir haben? Und
Es gibt in den unterschiedlichsten Bereichen Leute, die sich damit auseinandersetzen. Im Finance gibt es Leute, die programmieren in R. Im Maschinenbau gibt es Leute, die setzen sich mit KI auseinander, genauso wie in Vertriebsabteilungen. Ja. Und deswegen haben wir unser internes Netzwerk, das nennt sich AI Experts, also kleine Wortspielerei, gegründet, wo wir mittlerweile locker 3-stellig Experten drin haben, die weltweit verteilt sind, die aber nicht alle programmieren können müssen. Weil man kann auch ein KI-Experte sein. Wir werden hier gerade von X-Kameras aufgenommen. Wir haben zum Beispiel KI-Experten, die sich nur mit KI-Lösungen für Videos auseinandersetzen. So, die sind da auch drin. Und wenn jemand eine Frage hat, dann muss er sich an diese Experten wenden und sich das erklären lassen. Und genauso haben wir natürlich da welche da drin, die in Python programmieren können oder in sowas. Und dieses Expertennetzwerk versorgen wir natürlich auch immer mit den neuesten Infos. Letzte Woche haben die zum Beispiel ein Training machen dürfen über unsere ganze Technologie, die da im Einsatz ist, auf unserer Data Science Plattform. Die dürfen sich dann auch mit neuesten Sachen auseinandersetzen, bekommen im Zweifel die Tokens, um über Azure OpenAI zu erreichen. Und, alles kein Geheimnis. Aber man muss halt durch diese Schulung gehen, damit man das auch darf, damit man halt auch weiß, wie sind denn unsere Voraussetzungen, an die ich mich halten muss. Und da hat uns dieses dezentrale Expertennetzwerk, das hilft uns schon sehr. Also wir sind halt gerade in diesem Jahr dabei gestartet, dass wir einzelne Use Cases in den Fachabteilungen gleich umsetzen lassen, wo wir auch schon sehr gute Ergebnisse sehen. Und das wollen wir natürlich auch weiter ausdehnen, dieses Expertennetzwerk. So langsam spricht es sich rum, dass wir nach und nach auch noch mehr da reinkriegen, wo Leute sagen, eigentlich kann ich das auch, aber ich wollte anfangs nicht. Aber das Interesse ist schon da. Und wir versuchen ihnen dann auch irgendwann eine Bühne zu geben. Wir planen jetzt gerade nennen wir es mal Event, wo wir alle mal zusammenholen wollen, wo die dann mal ihre Use Case auch zeigen können, was sie umgesetzt haben. Weil dass sie in unterschiedlichen Bereichen sind, die müssen sich ja auch wieder vernetzen, damit wir dann halt auch das Wissen nach weiter skalieren können. Ja, absolut. Kannst du mal so einen Use Case für uns einfach mal ausführen, was so typischerweise umgesetzt wird? Weil das ist ja schon jetzt ein spannendes Thema. Wir haben jetzt ja lange darüber gesprochen, über die gesamte Organisation-Entwicklung, aber jetzt sprechen wir eigentlich über das, was ja auch viel interessiert, weil jetzt treffen sich ja wirklich die Ahnung haben, also schon länger Ahnung haben von dem ganzen Thema KI. Und auch dort, ich kann das komplett nachvollziehen, weil ich teile diese Sicht darauf, es gibt nicht den KI-Experten, sondern es gibt KI-Experten mit besonderen Stärken, auch in bestimmten Cases, also die Leute, die unglaublich gut und leistungsfähig und auch wissen, wie man das mit der ganzen Bildgenerierung machen. Das sind zum Teil wiederum andere Leute, die in anderen Bereichen unterwegs sind. Aber wenn man die natürlich zusammenbekommt, kann man unglaublich tolle Use Cases machen. Und jeder hat irgendwie eine Idee, wie man einen Schritt weiterkommt und man versackt nicht so, ne? Vielleicht mit der eigenen Sicht. Das ist natürlich immer man kommt immer einen Schritt weiter im Team. Das ist definitiv so bei dem ganzen Thema. Genau, also wir haben unterschiedliche. Der eine oder andere mag vielleicht den oder den für wichtig halten. Ich sag mal, der am meisten gerade intern gehypt wird, ist Pia. Okay. Unsere Freundin Pia. Okay. Pia ist eine Abkürzung für Phoenix Intelligent Assist. Okay. Das ist nämlich unser interner Bot, den unsere Data Science und Engineering Kollegen aufgebaut haben. Und der mit Wissen gefüttert wird. Ja. Wo es halt häufig schwierig ist, an das Wissen zu kommen oder wo man sonst Kollegen anrufen muss, Kolleginnen anrufen muss. Wir haben Intranets zum Beispiel und wir haben dann, oder die Kollegen haben dann mit Pia zum Beispiel Teile des Intranets in Pia reingebracht, mit RAG und so weiter. Und eine Suche da in deiner normalen Sprache ist halt einfacher als über so eine Baumstruktur im Internet, die man vor 5 Jahren... Wenn ich eine Kollegin oder einen Kollegen anrufen würde und fragen würde, weißt du irgendwie mal, ich habe eine Frage zu dem und dem Thema. Ne? Das ist dann alles der natürliche Zugang zu Wissen, der wird natürlich durch sowas super einfach. So, du hast jetzt öfter schon von deinem Sohn erzählt. Ja. So, mal angenommen, du würdest nochmal Nachwuchs bekommen. Wie bekomme ich Sonderurlaub wegen Nachwuchs? Klar. Das kannst du sie zum Beispiel fragen. Okay. Und dann sagt sie dir genau und am Ende sagt sie dir die Links, wenn du vielleicht ein Formular ausfüllen musst oder wenn du dich irgendwo hinwenden musst. Und so. Und das läuft wirklich
gut, muss ich jetzt mal so sagen, weil wir können es gar nicht so viel mit Input füllen. Wir können ja mal alle Phoenix Contact Kolleginnen bitten, hier in den Kommentaren mal reinzuschreiben, wie gut es wirklich läuft. Oder nee, es haben noch nicht alle. Also okay. wir sind tatsächlich auch dabei, zu gucken, welche Inhalte kommen da noch rein. Wir haben es also momentan tatsächlich auf 2, 3 Bereiche limitiert, um erstmal zu gucken, wann antwortet Pia denn falsch? Ja, klar. Wir haben relativ häufig am Anfang festgestellt, Pia antwortet relativ häufig falsch. Ja. Also wir haben ein Quelldatenproblem da an der Stelle gehabt, weil Pia lag richtig. Aber die Daten waren einfach. Ja, weil halt einfach, wenn man so Internet abcrawlt, ist vielleicht nicht mehr jede Wiki-Seite aktuell. Ja, klar. Und das fällt dann relativ schnell auf. Und das ist aber auch gut so, dass es da so ist. Und da arbeiten wir ja dran. Und da kann man sich damit auseinandersetzen. Und ich kann Pia fragen, was muss ich denn machen, wenn ich einen KI-Use-Case machen will? Weil mit der Richtlinie, die ich vertrete, da ist sie natürlich auch betraut. Ja, absolut. Ja, genau. Das sind also solche Use-Cases, wo unser zentrales Data Science-Team dran arbeitet. Ja. Aber genauso haben wir ein Team, so wie hier, Filmteam, Filmstudio, die sitzen jetzt aktuell, heute, 13. November, sitzen die auf der SBS in Nürnberg oder auf der Elektronika. Ja. Und die gerade zeitgleich laufen und drehen Videos. Ja. Und wenn ich ja so schön erzähle, vielleicht erzählen die genauso schön über irgendwelche Produkte. Nur in China versteht sie keiner. Ja. Und deswegen haben wir halt einen Use Case da umgesetzt, um Wangensynchron, Lippensynchron in verschiedenen Sprachen zu übersetzen und dann möglichst am gleichen Tag die Videos noch alle zur Verfügung zu stellen. Ja. Das haben wir letztes Jahr als Proof of Concept gemacht, weil wir auch erst gucken müssen, Datenschutz und so weiter, sind die Daten alle safe da drin. Und man hatte andere Voraussetzungen, man muss die Leute unterschreiben lassen. Ich durfte hier vorhin unterschreiben, ich sitze hier heute, dass ich Bildmaterial habe. So, wir müssen unterschreiben lassen, die gefilmt werden. Du wirst verfremdet mit KI, möchtest du das? Genau. Ne? Und das machen wir alles. Auf Chinesisch kann man es auch nicht also die meisten wahrscheinlich nicht nachvollziehen, ob das auch richtig ist. Was eben, genau. Was man dann und das ist halt auch ein Use Case. Und das ist wirklich ein produktiver Use Case, den wir jetzt auch einsetzen, der auch sehr gut angenommen wurde. Weil wir da unheimlich Geschwindigkeit gewinnen. Ja, auch. So Time to Market ist viel schneller. Ein super Qualitätsthema natürlich auch, einen Kunden anzusprechen in anderen Regionen. Genau. Mega gut, was ihr bei Phoenix Contact macht. Ich glaube, das ist auch mal so Orientierung, auch für andere, die hier reingucken. Es gibt manche, die machen das besser oder das oder liegen auch einen Schwerpunkt, aber ihr habt erstmal mit dem Verbot gestartet und seid jetzt eigentlich extrem weit mit einer Lösung. Ne? Also das ist auch ein Weg, den man ja praktisch konstruktiv dann so nach vorne gestalten muss und sicherlich auch nochmal wichtig, da auch mit Leitplanken nach vorne zu gehen und nicht einfach Struktur reinbringen. Raum. Ne? Jetzt bist du auch noch neben deiner Profession bei Phoenix Contact in dem Thema als Community Manager eigentlich unterwegs hier in der Region. Du hast eine Community gegründet, AI, die AI Community OWL. Vielleicht kannst du da uns auch mal 1, 2 Sätze, wir würden die auch noch mal verlinken hinten rein, weil das ja nochmal spannend ist für Leute, die jetzt sagen, oh, ich bin nicht bei Phoenix Contact oder was auch immer, aber du managst ja mehr als nur die Corporate AI bei Phoenix Contact. Ja, genau. Wir haben irgendwann, vor ein paar Jahren gab es mal einen Aufruf an mich. In dem Fall war es Herr Jasper Neite von Fraunhofer aus Lemgo, der gefragt hatte, Mensch, wir würden gerne eine Community aufbauen, können wir es nicht zusammen machen, weil ich vorher schon in anderen Bereichen auch mit einer KI-Community aktiv war. Und dann haben wir gesagt, okay, gucken wir uns mal an, können wir mal machen. Und dann haben wir ich glaube 2020 muss das schon gewesen sein, Anfang 2020 gesagt, wir gucken mal, was wir alle Begeisterten hier in der Gegend zusammenkriegen und wir wollen mal ein Event zusammen veranstalten. Wir haben einen Hackathon veranstaltet. Mittlerweile haben wir schon x Hackathons veranstaltet. Beim letzten, soweit ich mich erinnere, oder bei den letzten beiden mussten wir leider das Booking schon 2 Wochen vorher zumachen, weil wir einfach ausgebucht waren, weil wir auch mehr nicht untergekriegt haben. Und wir haben dann festgestellt, sind Leute aus Warschau mit dem Bus angereist oder nur bei uns einen Hackathon mitmachen zu dürfen. Das Spannende ist halt daran, wir haben halt immer echte Daten aus der Industrie. Wir versuchen, also jeder Mittelständler hier in der Gegend, der halt irgendwelche Daten hat und selber sagt, boah, ich möchte mich gerne mal challengen, habe ich das genauso gemacht oder sind die Studenten oder die das da machen, die Studierenden, sind die vielleicht besser? Und deswegen nehmen wir dann Daten von irgendeinem Datengeber, irgendeinem Industriebetrieb aus der Gegend, um das eine Aufgabe dazu zu machen. Und dann gibt es natürlich auch einen Preis und so weiter. Und das machen wir. Aber wir machen halt auch andere Events. Vorletzte Woche hatten wir
Das haben wir dieses Jahr erst eingeführt, unseren zweiten KI-Stammtisch, weil wir haben gedacht, okay, wir machen eine Machine Learning Reading Group, die Professor Markus Lange-Hegemann macht, die wirklich auf tiefem Niveau ist, haben wir ab und zu Sitzungen zu. Da müssen wir auch mal was für die allgemeine Bevölkerung machen. Deswegen hatten wir letztes Mal das Thema Nachhaltigkeit, hatten dann Experten da, was können wir mit KI und Nachhaltigkeit machen, wo jeder hinkommen kann, der sich vielleicht auch noch nie mit KI auseinandergesetzt hat. Sowas machen wir. Dann machen wir 1-2 Mal im Jahr das KI-Meetup NRW. Ich weiß nicht, ob das auch bekannt ist. Das läuft zusammen mit KI NRW. Ist auch irgendwie so gewachsen. Es gab mal den AI Monday NRW, da haben wir uns mal drum beworben und wir hatten damals die Zusage, dass wir das machen durften für NRW. Und KI NRW hat sich gleichzeitig beworben und da hat Herr Juri damals gesagt, der damals noch von Taiwan war das noch die Rechte da vergeben hat, mach doch das zusammen. Und seitdem machen wir Veranstaltungen zusammen. Und wir machen regelmäßig dann eine größere Veranstaltung zu einem bestimmten Thema. Angefangen haben wir, glaube ich, das erste Mal mit Quanten Machine Learning. Das war unser erstes Thema, weiß ich noch. Das ist schon sehr speziell. Ja, das war schon sehr speziell, aber wir haben gedacht, wir hatten dann noch so einen fancy Workspace, das war online, wo man dann hinterher sich noch vernetzen konnte. Ja. Und nach 2,5 Stunden Diskussion hinterher haben wir gesagt, wir müssen die armen Referenten jetzt auch mal loslassen. War wirklich viele Fragen. Und jetzt machen wir es mittlerweile vor Ort. Nächste Woche sind wir auf der KI-Biennale in Essen. Die läuft ja eine Woche und den Donnerstagslot haben wir, wo wir mit dem KI-Meetup NRW dann das Thema EU AI Act beleuchten, wo wir dann Speaker aus Unternehmen haben, aber auch von eine Richterin ist dabei und jemand von E.ON, jemand von Evonik, wo die uns mal sagen sollen, wie müssen Unternehmen jetzt mit dem AI Act umgehen. Und sowas organisieren wir halt auch. Und das machen wir alles nebenbei, kriegen wir nichts für, just for fun. Ja, aber ich meine, Enthusiasmus und Umtriebigkeit braucht es bei dem Thema. Ich glaube, sonst lernt man nichts Neues. Definitiv nicht. Ja, genau. Bei so einem hochdynamischen Thema. Thomas, vielen Dank fürs Gespräch. Ich glaube, war ein schöner Einblick, was Phoenix macht, was aber auch du als, glaube ich schon, kann man sagen, Überzeugungstäter in dem Bereich versuchst voranzubringen und auch voranbringst. Also vielen Dank, dass du dabei warst und ich hoffe, das war nochmal interessant, so ein Einblick in konkrete Vorgehensweisen eines Unternehmens und freue mich drauf auf die nächste Folge. Da gucken wir dann auch mal wieder Richtung ein paar andere Unternehmen. Dankeschön. Danke dir.